Hallo zusammen, ich möchte Sie begrüßen zu unserem neuen Knowledge Shortcut aus der Reihe Smart Produktentwicklung, Systems Engineering und Co. Und wir fangen mal jetzt an mit den inhaltlichen Themen. Die Frage ist, was ist eigentlich ein System? Wenn wir schon sprechen vom Systems Engineering, dann ist natürlich interessant, was ist denn überhaupt ein System? Später werden wir noch darüber sprechen müssen, wie hängen eigentlich Anforderungen mit Funktionen und Systemen zusammen. Aber schauen wir erstmal einfach drum, was ist ein System? So. Die Definition erstmal von Systems Engineering. Oh Gott, das muss ich jetzt lesen. Ich versuche es mal in kurz. Systems Engineering ist kein klar definierter Begriff. Das hilft uns jetzt mal viel. Der Ursprung kann schwer festgemacht werden. Schön, die Prinzipien werden seit dem Bau komplexer Bauwerke wie den Pyramiden angewandt. Vielleicht sogar schon davor. In den Zeiten der großen Raumfahrtprogramme in den 50er wurden nach Methoden gesucht, interdisziplinäre Großprojekte erfolgreich zum Ziel zu führen. Charakteristisch war die Einbindung von verschiedenen Experten in den Problemlösungsprozess. Hieraus resultiert das Systemdenken als Denkansatz zur Entwicklung und Einführung von komplexen technischen Systemen. So, das Systems Engineering konzentriert sich jetzt auf die Definition von Systemanforderungen in der frühen Entwicklungsphase, die Erarbeitung eines Systemdesigns und die Überprüfung des Systems auf Einhaltung der gestellten Anforderungen unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus. Okay, also klingt erstmal gut, aber wir gehen mal auf ein System und schauen uns das an. Und das kann man viel besser malen. Ich male es immer gerne in der Vorlesung an. Die Tafel. Das Wichtigste am System ist das hier. Ich mache es meist als Kiste. Was ist das? Die Systemgrenze. So, die Systemgrenze trennt das System von seiner Umwelt. Die Systemgrenze kann, steht hier so schön, völlig beliebig sein. Es ist ein willkürlicher Akt. Wir können ein System ziehen, um was wir wollen, und wir machen es laufend in unserem ganz normalen Leben. Was ist der Vorteil? Blackbox-Prinzip. Ich kann nämlich jetzt einmal sagen, was im System ist, interessiert mich nicht, sondern nur die Umwelt. Ich will nur wissen, was geht rein, was geht raus. Ich kann aber auch sagen, was die Umwelt tut, interessiert mich nicht. Ich schaue nur ins System rein. Und was geht rein, was geht raus. Das heißt, das System lässt mich mein Denken fokussieren und alles andere, was unwichtig ist, weglassen. Das brauchen wir nicht. Wir definieren nur rein das System. Also wir merken uns, ein System hat an sich eine willkürliche Grenze, hat einen Input und Output. Das war's schon. So, Achtung, System beinhaltet typischerweise Subsysteme, die meistens, müssen sie nicht, meistens sind sie es aber, funktional in irgendeiner Form gegliedert sind. Also meistens sind es Funktionen, können aber auch wieder Systeme sein und so weiter. Müssen nicht Funktionen sein, könnten auch was auch immer sein. Aber wenn wir Systems Engineering machen, sind es meistens Funktionen. Gut, so, die Funktionen sind innerhalb des Systems. So, und jetzt gibt es hier was ganz Wichtiges. Ein System, vor allem die Funktionen. Ja, das ist nämlich was, wenn man mit Systems Engineering anfängt, was einem immer wieder begegnet. Man sagt, boah, ich mache eine funktionale Analyse, und plötzlich merkt man, ups, die Funktionen sind ja alle gleich. Warum? Auf einer bestimmten Abstraktionsebene sind die Funktionen quasi, die ein Produkt hat, die gleichen. Wäre ja absurd, wenn sie es nicht wären. So, was unterscheidet dann aber zum Schluss die Funktionen oder Systeme voneinander? Und das ist das nächste Wichtige. Hier, das System wird definiert über diese drei Eigenschaften, steht hier unten nochmal, über die Funktionen. Dann hat es bestimmte Eigenschaften oder Prämissen oder Zwangsbedingungen. Das heißt, wenn ich sage, ein System soll eine Bewegung machen, also Bewegung auf zu, alles schön. Jetzt ist aber die Frage, welche Eigenschaften, welche Zwänge hat es? Also, vielleicht soll es unter bestimmten Bedingungen die Funktion nicht machen. Vielleicht soll es in einer bestimmten Geschwindigkeit rausfahren. Das sind alles Themen, die muss ich natürlich definieren. Deswegen merken wir uns, ein System und auch eine Funktion im System wird immer definiert über die Funktionen, machen wir noch so ein Ding dahinter, also die Mengen der Funktionen, die Properties, also seine Eigenschaften, und eben die Constraints, irgendwelche Zwangsbedingungen, so damit man es nochmal sieht, Zwangsbedingungen, die ich in dem System habe. So, das ist der Kern des Systemsgedanken, und man kann sich einfach mal üben, dass man anfängt, man formuliert mal ein paar Funktionen und bringt die zusammen in ein System. Die Kunst ist es natürlich jetzt, Systeme zu bilden, die Schnittkanten an den Ecken haben, die sich gut schneiden lassen.
So, auch das kann man noch kurz erklären. Wenn ich zum Beispiel, jetzt müssen wir auf die Seite gucken, sage, ich habe Funktionen, die irgendwie hier interagieren. Und jetzt ist die Interaktion hier ziemlich groß, auch hier ist sie ziemlich groß und von mir aus, die arbeiten hier zusammen, aber zwischen den beiden gibt es hier nur ganz wenig Interaktion. Dann ist es offensichtlich, dass ich natürlich hier eine Grenze ziehe und hier eine Grenze mache und sage System 1, System 2. Warum tue ich das? Weil ich die Systeme dann unabhängig voneinander entwickeln kann und die beiden Systeme wenig Kommunikation haben und damit quasi unabhängig voneinander sind und unabhängig davon interagieren können. Alles klar. Soweit dazu, hier noch zum Thema Systemelement und Gliederung von Systemen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, Systeme zu gliedern. Es gibt einmal die horizontale Gliederung. Ich habe also Untersysteme erster Ordnung drin und auch die vertikale Gliederung. Das heißt, ich habe Systeme, die ineinander eingebettet sind. Okay, soweit mal zum Thema Systeme. Ich verspreche Ihnen, es werden noch einige Dinge folgen, wo wir dann darüber sprechen, wie Funktionsarchitekturen über das V-Modell aufgebaut werden, wie man Systeme wirklich gliedert, wie das eigentlich mit der SysML funktioniert, wie die ganzen Anforderungen da sauber gemanagt werden, was überhaupt Sichten sind, die man modelliert. Und wahrscheinlich machen wir auch irgendwann ein Beispiel. Wird vielleicht noch eine Weile dauern, muss ich alles mal noch zusammenstellen, aber kommt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.